Der Bitcoin-Preis? Unberechenbar, sagen die meisten. Ein Casino. Eine moderne Tulpenmanie, die nur darauf wartet zu platzen. Du kennst die Schlagzeilen, das Auf und Ab, das pure Chaos. Aber was, wenn hinter diesem Chaos eine Art Logik steckt? Ein Muster, das dir überraschend bekannt vorkommen sollte, weil es das Wachstum von fast allen großen Technologien unserer Zeit begleitet hat. Leg mal für einen Moment die Vorstellung von Bitcoin als Spekulationsobjekt beiseite. Schau dir stattdessen die Daten an. Sie zeichnen ein Bild, das nahelegt, das Wachstum von Bitcoin ist vielleicht gar kein Zufall. Es erinnert auf verblüffende Weise an den Anstieg der größten technologischen Revolution, die du erlebt hast, das Internet. Und diese Parallele lässt sich am besten mit Mathematik erkennen. Um dieses Muster zu sehen, musst du die Perspektive wechseln. Statt zu fragen, was ist ein Bitcoin wert, frag dich, was ist das Bitcoin-Netzwerk wert? Bitcoin ist keine Aktie und kein physischer Rohstoff. Im Kern ist Bitcoin vor allem eines: ein Netzwerk, ein Protokoll. So wie bei TCP/IP die Regeln für den Datenaustausch im Internet festlegt, ist Bitcoin ein Protokoll für den Austausch von Wert. Direkt von Mensch zu Mensch, ohne dass zwingend eine Bank oder Regierung dazwischen stehen muss. Klar, in der Praxis nutzt du heute vielleicht zentrale Börsen, die als Vermittler dienen. Das ändert aber nichts am Kern des Protokolls. Es ist ein offenes, globales und neutrales System für Werte. Das Ziel ist Zensurresistenz, was bedeutet, dass kein einzelnes Unternehmen und kein Staat die alleinige Kontrolle hat. Auch wenn man natürlich Tendenzen zur Konzentration bei Minern oder Entwicklern immer kritisch im Auge behalten muss. Wenn wir Bitcoin also als ein wachsendes, globales Netzwerk begreifen, können wir Analysewerkzeuge nutzen, die wir von anderen Netzwerken kennen. Und das erste und vielleicht wichtigste ist die S-Kurve. Fast jede große Technologie, die du kennst, scheint einem ähnlichen Lebenszyklus zu folgen: der S-Kurve der Adoption. Ob Automobil, Radio, Fernseher, PC oder Smartphone, das Muster wiederholt sich. Zuerst gibt es eine winzige Gruppe von Innovatoren, die sich mit dem neuen, komplizierten Technik herumschlagen. Das ist der flache Beginn des S. Dann kommen die Early Adopter, die das Potenzial erkennen. Und plötzlich schießt die Kurve nach oben. Die breite Masse kommt dazu, die Technologie wird Mainstream. Das ist der steile Teil des S. Am Ende flacht die Kurve wieder ab, wenn der Markt gesättigt ist und nur noch die Nachzügler einsteigen. Was passiert also, wenn du die Adoptionskurve von Bitcoin mit der vielleicht berühmtesten S-Kurve der modernen Geschichte vergleichst, der des Internets? Zeichnest du die Anzahl der Internetnutzer seit 1990 auf, ergibt sich fast eine lehrbuchreife S-Kurve. Legt man Schätzungen zur Anzahl der Kryptonutzer daneben, ergibt sich ein verblüffend ähnlicher Anfang. Die Parallele ist so stark, dass einige Analysten argumentieren, du könntest dich heute mit Bitcoin in einer ähnlichen Phase befinden wie das Internet um 1999. Kurz bevor es explodierte und unseren Alltag für immer veränderte. Manche Analysten, die natürlich auf optimistischen Hochrechnungen beruhen, spekulieren sogar, dass die Kryptoadoption in ihrer Geschwindigkeit die des Internets sogar noch übertreffen könnte. Diese Analogie der Adoptionskurven ist ein starkes Indiz. Aber sie erklärt noch nicht, warum der Wert des Netzwerks steigen sollte. Dafür brauchen wir das zweite mathematische Konzept, das Metcalfe'sche Gesetz. Bevor wir uns dieses Gesetz nun genauer anschauen, das die explosive Natur von Netzwerken erklärt, eine kurze Frage.
Wenn du diese Perspektive auf Bitcoin bisher interessant fandest, dann klick doch gerne auf den Abonnieren-Button. Das hilft diesem Kanal enorm und sorgt dafür, dass du auch unsere zukünftigen Analysen nicht verpasst. Gut, das Metcalfe'sche Gesetz ist eine einfache, aber wirkungsvolle Idee. Es besagt, dass der Wert eines Netzwerks überproportional wächst. Als Faustformel wird oft gesagt, proportional zum Quadrat der Anzahl seiner Teilnehmer. Das klingt abstrakt, ist aber logisch. Das allererste Telefon der Welt war komplett nutzlos. Du konntest niemanden anrufen. Sein Wert war dementsprechend 0. Mit dem zweiten Telefon gab es genau eine Verbindung. Der Wert war natürlich winzig. Bei 3 Telefonen sind es schon 3 mögliche Verbindungen. Bei 5 sind es 10. Und bei 1 Million Nutzern? Nun, das sind nicht 1 Million, sondern fast 1/2 Billion mögliche Verbindungen. Der potenzielle Wert explodiert. Dieses Prinzip wurde herangezogen, um das Wachstum von sozialen Netzwerken wie Facebook zu modellieren. Jede neue Website, jeder neue Nutzer, jeder neue Dienst hat den Wert für alle anderen überproportional erhöht. Wenn Bitcoin nun ein Netzwerk ist, dann erleben wir hier vielleicht Metcalfe'sches Gesetz in Aktion. Jede neue Person, die eine Wallet einrichtet, jeder Händler, der Bitcoin akzeptiert, jede App, die auf der Blockchain aufbaut, erhöht potenziell den Wert für dich und alle anderen. Ein Anstieg der Nutzer von 1 Million auf 2 Millionen würde den Wert nach diesem Modell eben nun nicht verdoppeln, sondern im Idealfall sogar vervierfachen. Natürlich ist das nur ein Modell, keine eiserne Garantie. Der Preis wird durch Spekulationen, Marktstimmung und die Weltwirtschaft beeinflusst, das ist richtig. Aber das Metcalfe'sche Gesetz liefert eine fundamentale Begründung, warum ein wachsendes Netzwerk an Nutzern zu einem überproportionalen Anstieg des Netzwerkwertes und damit potenziell natürlich des Preises führen kann. Die S-Kurve und das Metcalfe'sche Gesetz sind also ein starkes Duo. Die S-Kurve deutet auf ein schnelles Nutzerwachstum hin. Und das Metcalfe'sche Gesetz liefert die Theorie, warum dieses Wachstum zu einem noch schnelleren Wertwachstum führen könnte. Aber es gibt noch ein drittes, vielleicht das verblüffendste Modell von allen. Eines, das sich den Bitcoin-Chart selbst vornimmt. Das Power Law. Wenn du auf den Bitcoin-Preis der letzten 10 Jahre blickst, siehst du ein wildes Auf und Ab. Es wirkt wie pures Chaos. Aber was passiert, wenn du die Darstellung änderst? Wenn du sowohl die Zeit als auch die Preisachse logarithmisch anzeigst? Eine logarithmische Skala bedeutet, dass jeder gleiche Abstand auf der Achse eine Verzehnfachung entspricht. Von 1 auf 10, von 10 auf 100 und so weiter. Das ist die Standardmethode, um exponentielles Wachstum sichtbar zu machen. Wenn du das tust, geschieht etwas Faszinierendes. Das Chaos verschwindet nicht komplett, aber es ordnet sich. Das wilde Zickzack formt sich zu einem erstaunlich beständigen, nach oben gerichteten Kanal. Trotz aller Blasen und Crashs hat sich der Bitcoin-Preis über mehr als ein Jahrzehnt tendenziell innerhalb dieses Korridors bewegt. Dieses Phänomen ist als Power Law-Modell bekannt. Es beschreibt, wie der Preis einem Potenzgesetz folgen könnte, ähnlich wie viele Phänomene in der Natur. Das ist natürlich keine exakte Vorhersage und auch kein Trading-Tipp. Du solltest dir eher wie eine Wetterkarte für das langfristige Klima vorstellen, nicht wie eine Vorhersage für morgen. Es zeigt den fundamentalen langfristigen Trend, befreit von Lärm der täglichen Schwankungen. Der Kanal hat nun eine Unter- und eine Obergrenze. Historisch gesehen war die Nähe zur Untergrenze oft ein sehr guter Zeitpunkt für langfristige Käufe, während die Obergrenze eine Überhitzung signalisierte. Und noch wichtiger, der gesamte Kanal wandert stetig aufwärts. Und auch hier gilt natürlich, die Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.
Ein solches Modell ist kein Naturgesetz, aber dass sich der Preis so eines volatilen Instruments über so lange Zeit einem solchen langfristigen Trend zu fügen scheint, ist zumindest bemerkenswert. Fassen wir also zusammen. Wir haben 3 verschiedene mathematische Linsen, durch die du auf Bitcoin schauen kannst. Und alle zeichnen ein faszinierendes, konsistentes Bild. Die S-Kurve legt eine Analogie zum frühen Internet nahe, die dich am Anfang einer steilen Wachstumsphase verorten könnte. Das Metcalfe'sche Gesetz liefert eine logische Erklärung, warum dieses Nutzerwachstum zu einem exponentiellen Anstieg des Nutzerwertes führen kann. Und das Power-Law-Modell zeigt dir direkt im Chart, dass das scheinbar zufällige Wachstum einem disziplinierten, langfristigen Trend folgen könnte. Ist das alles ein mathematischer Beweis? Nein. Für die Zukunft gibt es keine Beweise, nur Modelle und Indizien. Aber sie deuten alle in eine ähnliche Richtung und erzählen eine Geschichte, die weit über die täglichen Schlagzeilen hinausgeht. Und diese Geschichte lautet: Bitcoin verhält sich weniger wie eine Aktie und mehr wie eine Basistechnologie in ihrer Anfangsphase. Eine Technologie, die, ähnlich wie damals das Internet, das Potenzial hat, die Spielregeln für den Austausch von Werten neu zu schreiben. Die Mathematik liefert dir hier vielleicht nur eine klare Brille. Durch diese Brille jedoch betrachtet, ist das Wachstum von Bitcoin womöglich gar nicht so chaotisch. Es könnte einfach der vorhersehbare Code einer Revolution sein. Und wenn diese Geschichte auch nur annähernd so weit geht wie die des Internets, dann sind wir vielleicht wirklich noch sehr früh dran. Was denkst du? Alles nur ein faszinierender Zufall? Oder folgt Bitcoin wirklich einem tieferen mathematischen Code? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.